natürlich beschäftigen wir uns jetzt als Suchtmediziner mit dem Thema, warum Kinder und Jugendliche süchtig werden können. Und da gibt es 3 Themen, die ich jetzt als Spannungsfelder hier dargestellt habe. Das eine Thema ist Bedürfnisbefriedigung. Bedürfnisbefriedigung heißt, ich habe Hunger und ich will jetzt was zu essen, nicht erst in 3 Stunden. Und es ist ein Prozess der Reifung, dass wenn wir erwachsen sind, wir lernen, dass wir manche Bedürfnisse jetzt eben nicht befriedigen können, sondern uns gedulden müssen. Ich habe Ihnen gesagt, Kinder möchten möglichst schnell ihre Bedürfnisse befriedigt haben. Da gibt es ein sehr bekanntes Experiment namens Marshmallow-Test. Und man setzt dem Kind einen Teller mit einem Marshmallow vor. Und zwar von der eigenen Kindergärtnerin. Also das Kind soll sich grundsätzlich wohlfühlen in der Atmosphäre. Ja? Und die Kindergärtnerin sagt dem Kind, pass auf, ich gehe jetzt raus aus dem Zimmer und ich komme bald wieder. Wenn du wartest, bis ich wieder zurück bin und das Marshmallow noch nicht gegessen hast, dann bekommst du 2, dann kannst du 2 essen. Wenn du aber während ich rausgehe diesen Marshmallow isst und ich komme zurück und du hast es gegessen, dann kriegst du keinen 2. Und da hat der Walter Mischel festgestellt, dass sozusagen die Kinder, die sehr ungeduldig sind, oft nach 1-2 Minuten schon diesen Marshmallow essen und Kinder, die viel Geduld haben, die schaffen es oft 10 Minuten, 15 Minuten, obwohl sie Hunger haben und dieser Marshmallow vor ihnen liegt, es nicht zu essen. Und was hat er gemacht? Der hat dann 20 Jahre später diese Kinder nochmal aufgesucht mit seinem Team von Psychologen. Da waren die Kinder 24 und hat dann geschaut, wie leben diese Menschen, die 24-Jährigen. Ja? Welche Berufe haben sie ein Familienleben, sind sie glücklich oder nicht? Und Sie werden es schon ahnen, leider kann man das mit 4 Jahren schon mit relativer Sicherheit vorhersagen. Zu 80% war es so, dass die Kinder, die mit 4 Jahren viel Geduld hatten, also diese Bedürfnisbefriedigung, diesen Aufschub lange ausgehalten haben, die waren zu 80% mit 24 Jahren erfolgreicher und zwar laut eigenen Ermessen. Egal, was dem wichtig war, dort war er erfolgreich. Wenn es in der Beruf wichtig war, war er beruflich erfolgreich. Wenn ihm Familie wichtig war, dann hat er ein erfolgreiches, glückliches Familienleben gehabt. Wenn ihm Freunde wichtig waren, dann hat er viele gute Freunde gehabt. Also je nachdem, was der subjektiv für Ziele im Leben hatte, die konnte er eher erreichen, als die Kinder, die mit 4 Jahren schon, sobald die Kindergartentante aus dem Zimmer geht, das Marshmallow essen. Das heißt, ob wir es schaffen, eben unsere Bedürfnisse aufzuschieben und nicht sofort zu erfüllen, macht einen wesentlichen Beitrag, ob wir erfolgreich sind später im Leben oder nicht. Und das Internet verhindert genau das. Das Internet gaukelt unseren Kindern vor, ihr könnt jedes Bedürfnis sofort erfüllen. Ihr braucht nicht warten. Ja? Und das ist natürlich Gift für unsere Kinder, weil unsere Kinder lernen nicht, Bedürfnisse aufzuschieben. Sie lernen nicht, und zwar nicht nur, wenn es ums Essen geht, Essen ist ja egal, ja, aber sie lernen auch nicht in Beziehungen oder in Ausbildungen, in der Schule, in der Arbeit. Eben, sie verstehen das nicht, dass sie manchmal Bedürfnisse nicht erfüllen können, weil sie durchs Internet immer wieder gelernt haben, ich kann anscheinend jedes Bedürfnis sofort erfüllen und brauche mich dafür auch nicht anstrengen. Ein zweiter Punkt ist das Thema Abhängigkeit, ganz generell. Kinder sind ja sehr, sehr abhängig. Je älter Kinder werden, desto selbstständiger werden sie, das ist ja auch gut und gesund. Und irgendwann in der Pubertät wollen sie auch aus dieser Abhängigkeit heraus. Das ist ja auch grundsätzlich wichtig, nämlich um die eigene Identität zu erfahren und zu erspüren. Das Problem bei Kindern ist, dass sie manchmal sich aus einer Abhängigkeit lösen, nämlich von den Eltern, und in eine andere hineinstürzen. Und auch das wird durchs Internet bedient. Das Internet gibt jedem Jugendlichen eine Peer Group. Egal, was ich für Interessen habe, ob ich gerne einkaufe, ob ich gerne Computer spiele, ob ich gerne über irgendeinen Blödsinn mich unterhalte, völlig wurscht, was ich für Interessen habe. Ich finde sofort im Internet eine Peer Group, die meiner Meinung ist und die meine Interessen teilt. Das heißt, scheinbar kann ich mich leicht von der Abhängigkeit der Eltern lösen, weil ich sofort eine andere virtuelle Gruppe finde, die mich spannend findet oder die meiner Meinung ist und die mich auch trösten kann zum Beispiel. Scheinbar trösten kann. Und scheinbar gibt mir das Internet ja auch eine Identität. Wenn ich ein guter World of Warcraft-Spieler bin, ja, dann habe ich zwar eine virtuelle Identität, nämlich ich bin irgendwann ein tolles Monster, aber wenigstens habe ich eine Identität. Ja, im echten Leben wissen viele 13-, 14-Jährige nicht, wer bin ich eigentlich. Aber im Computerspiel ist es ganz klar, wer ich bin. Und ich werde auch respektiert für das, wer ich bin. Nämlich zumindest von meiner Community werde ich respektiert. Und der dritte Punkt ist das Thema Beziehung. Eigentlich suchen die Jugendlichen, die jungen Menschen Beziehung und glauben, sie finden das im Internet scheinbar. Nur sind das ja im Internet eigentlich Pseudobeziehungen. Warum sind es Pseudobeziehungen? Das Wesen einer echten Beziehung ist, dass ich nicht austauschbar bin. Verstehen Sie? Also ich bin zum Beispiel für meinen Sohn nicht austauschbar.
Ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach morgen sagen kann, du hast einen anderen Papa, bitteschön. Im Internet ist man auf ganz brutale Weise austauschbar. Verstehen Sie? Egal, was ich tue, wenn ich einer von 790 Friends bin von jemandem auf Facebook und ich sage irgendwas, was ihm nicht gefällt, dann klickt er mich einfach weg, dann bin ich nicht mehr sein Friend auf Facebook. Dafür findet er am selben Tag 7 andere Friends, die genau seiner Meinung sind auf Facebook. Das heißt, ich bin im Internet sehr austauschbar. Und deswegen sind es keine echten Beziehungen. Deswegen gibt es so etwas wie virtuelle Beziehungen aus meiner Sicht nicht, weil ich austauschbar bin. Also wenn Sie sich Kinder anschauen oder Jugendliche, die viel im Internet sind, die fühlen sich zwar subjektiv vielleicht nicht einsam in dem Moment, aber sobald sie den Computer abdrehen, spüren die Jugendlichen eine Leere in sich. Sie können es nicht benennen. Sie sagen nicht, Mama, ich bin einsam, weil sie es nicht benennen können, aber es ist eine Leere in ihnen. Und deswegen wollen sie den Computer auch gar nicht abschalten. Die wollen gar nicht am Abend abschalten und ins Bett gehen, auch wenn sie noch so müde sind. Weil in dem Moment, in dem sie den Computer abschalten, fühlen sie diese innere Leere. Und das ist bei normalen Beziehungen nicht so. Verstehen Sie? Wenn ich eine Beziehung habe, zum Beispiel jetzt zu meinem Sohn, dann kann mein Sohn in den Kindergarten gehen und mich 5 Stunden nicht sehen. Er wird sich deswegen trotzdem nicht leer und einsam fühlen. Also wenn wir verstehen, dass wir Beziehungswesen sind, dann brauchen wir echte Beziehungen. Wir brauchen vor allem wohlwollende Beziehungen. Wohlwollend heißt aber, dass man sich dadurch nicht abgewertet fühlt. Und das ist ja dann das Dilemma in den Kinderzimmern. Die Kinder spielen Computer, die Eltern kommen rein, meinen es gut mit dem Kind und sagen, jetzt hör endlich mit dem blöden Computerspiel auf. Verstehen Sie? Das ist nicht wohlwollend. Zumindest versteht das Kind das nicht wohlwollend. Es ist vielleicht gut gemeint von den Eltern, ja? Aber das Kind denkt sich, die Mama oder der Papa, die verstehen gar nicht, was ich da tue. Weil wenn sie es verstehen würden, würden sie nicht sagen, dass das Spiel dumm ist. Das heißt, wenn mich Eltern fragen, ja, was soll ich denn machen, wäre die erste Antwort, machen Sie ein Beziehungsangebot Ihrem Kind. Und das ist gar nicht einfach bei 17-Jährigen, ein Beziehungsangebot zu machen. Aber wenn es die Eltern nicht können, dann kann es niemand. Ja? Also Beziehungsangebot. Und Beziehungsangebot ist nicht ins Kinderzimmer gehen und sagen, jetzt schalt endlich dieses dumme Computerspiel ab. Das ist kein Beziehungsangebot.